15 Grad, Sonne und ein langes Wochenende. Die Gelegenheit, mal einen kleinen Urlaub zu machen. Ich stehe hier gerade kurz hinter der Grenze nach Polen am Tschiborberg und es geht weiter nach Osten. Über die B158 ging es raus aus Berlin. Am Grenzübergang Hohenwutzen passierte ich Ossendorf-Dolny und machte einen kurzen Halt am Tschiborberg. Danach fuhr ich über die 122 nach Scheuna und weiter durch Stargard. Die Sonne kam raus, die Strecke wurde schöner. Hinter Worbisch und Zwittwin erreichte ich am frühen Nachmittag Koszalin. Das hier ist das Sporthotel in Koszalin. Dann gucken wir gleich mal, wie das Zimmer aussieht. Hier ist das eine Bett, aber damit noch nicht genug. Das ist nämlich ein 4-Bettzimmer für mich ganz alleine. Und natürlich auch mit einem Badezimmer. Durchlauferhitzer, indirekte Beleuchtung und natürlich keine Dusche, aber eine Wanne. Gar nicht mal so schlecht für knapp 50 Euro. Ich machte mich zu Fuß auf den Weg in die Stadt. Das Museum Koszalin war leider geschlossen. Auch an der alten Stadtmauer gegenüber gab es wenig Hinweise zur Geschichte. Also ging ich weiter zum Marktplatz. Ein großer Platz, offen, fast karg. Das heutige Rathaus stammt aus dem Jahr 1962. Typische Architektur der 60er Jahre. Koszalin hatte nie viel Glück mit seinen Rathäusern. Das erste wurde um 1308 gebaut, brannte aber rund 200 Jahre später ab. Der nächste Bau wurde 1718 ebenfalls zerstört. Ein weiteres folgte, wurde 1827 wegen Bauschäden abgerissen. Und das Rathaus von 1829 ging im Krieg unter. Am nächsten Morgen ging es weiter. Ich nahm kleinere Landstraßen. Schön zu fahren, aber durch viele Baustellen der neuen Autobahn wurde die Navigation
Gegen Mittag wurde es heiß, über 23 Grad. Der Himmel zog sich zu und je näher ich Danzig kam, desto dichter wurde der Verkehr. Um 13:30 Uhr erreichte ich das Hotel. Für die 2 Nächte in Danzig gönne ich mir natürlich ein 3-Sterne-Hotel. Und jetzt schauen wir uns mal das Zimmer an. Und hier ist das Badezimmer. Ich besuchte die Katharinenkirche. Auch der Glockenturm war geöffnet. Eine Ampel regelt hier den Aufstieg. Auf dem Weg nach oben liegt ein kleines Uhrenmuseum. Oben angekommen, ein weiterer Blick über die Stadt. Und dann kam der Regen. Heftig, aber kurz. Ich wartete ihn in der Kirche ab. Ich fuhr mit Straßenbahn und Bus weiter zur Westerplatte. Westerplatte, eine kleine Halbinsel in der Ostsee bei Danzig. Mit dem Beschuss des damals hier befindlichen Munitionslagers am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Heute ist Westerplatte ein großes Freigelände mit Ruinen, Schützengräben, Infotafeln. Besonders eindrucksvoll die Ruine des Wachgebäudes Nummer 1 und das 25 Meter hohe Auch die Festung Weichselmündung habe ich besucht. Der Rundturm stammt aus dem 15. Jahrhundert, diente einst als Leuchtturm.
Die sternförmigen Bastionen kamen später dazu, ein Beispiel für den Wandel der Festungsarchitektur. Vom Turm aus hat man einen Blick auf den Hafen, den Fluss und zur Westerplatte. Zurück in der Altstadt ging es zum berühmten Holzkran, ein beeindruckendes Bauwerk. Er stammt in seiner heutigen Form aus dem 15. Jahrhundert und diente sowohl als Stadttor als auch als Hafenkran, der größte seiner Art in Europa. Zum Schluss ein Abstecher zur neuen Drehbrücke. Sie verbindet die Altstadt mit der Speicherinsel. Alle 30 Minuten öffnet oder schließt sie, nur 2 Minuten. Ein schönes technisches Detail mitten im historischen Umfeld.